Jetzt als nächstes spricht Elsa Rassbach. Sie ist eine deutsch-amerikanische Filmemacherin und Friedensaktivistin. Sie hat an der FU Berlin studiert und war hier 68 aktiv, besonders also viel in der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung und dort mit einem Fokus auf die Unterstützung des GI-Widerstands an den damaligen US-Militärbasen in Berlin. Sie ist seitdem durchgängig und dauerhaft friedensaktiv, sowohl in ihren Filmen als auch konkret in vielen verschiedenen Organisationen, die Teil der Friedensbewegung sind, sowohl hier als auch in den USA. Und sie spricht auch heute als Vertreterin für mehrere der amerikanischen Organisationen, beziehungsweise wird sie Grußwörter der US-amerikanischen Friedensbewegung für uns lesen. Also ich habe mich so verkleidet als so eine US-amerikanische Friedensaktivistin aus Code Pink. Wir wollen manchmal ein bisschen dramatisch, sehr feminin, ein bisschen verspielt auftreten und so. Wenn ich sage Code Pink, allein als Name ist verspielt, weil die Name kommt davon nach dem 11.09., als der Bush sagte, es gibt die verschiedenen Terrorcodes, wo man ganz aufpassen muss, in allen Flughafen und so weiter. Rot für ganz gefährlich, orange für ziemlich gefährlich, gelb für vorsichtig und so. Und da hatten eine Gruppe von Frauen eigentlich sehr viel von jüdischem Hintergrund und so in Amerika und haben Code Pink gegründet und sagte, unsere Farbe, unser Code ist Code Pink für den Frieden. So. Das war aber auch eine Anspielung natürlich, weil an unserer sehr McCarthyistische Betrachtung vom Widerstand in den USA, weil rosa war die Farbe von den Leuten, den Mitläufern, so wie jetzt Putin-Versteher so gedacht, oder solche Leute, die würden als Rose bezeichnet. Das sind die Leute, die nicht unbedingt Mitglieder in der Kommunistischen Partei waren, aber trotzdem raus aus ihren Jobs und so weiter verscheucht werden sollten. Okay, ich habe jetzt Grußworte von 4 Organisationen und auch eigentlich, wir haben ein Logo von dem 5., die könnten noch nicht den Grußwort, aber wir haben einen Vertreter in unsere Grußworte. Das sind alle Leute oder Organisationen, die ich kenne. Wir haben ein bisschen vorab mit der Demo-Leitung besprochen, erst gestern Nachmittag spät, dass vielleicht ein paar Worte zur Einleitung und so weiter und auch von jeder Organisation, damit ihr das einordnen könntet. Also das habe ich schnell zusammengestellt, werde auch mit viel Deutschfehler bestimmt sprechen, aber nehmt ihr das bitte als authentisch und nicht als lästig. So. Und von der Demo-Leitung und höre ich, das erstaunt ist, dass es überhaupt von Interesse ist in den USA, was man hier in Deutschland macht in der Friedensbewegung. Und das zeigt für mich, wie sehr viel Erfolg die Herrschenden gehabt haben bis jetzt, um unsere gemeinsame Tradition von Kampf und so weiter, bis in diese Gemeinsamkeit auszulöschen. Weil ich habe ziemlich viel auch studiert, eigentlich beeinflusst von Marx auch teilweise über US-Arbeitergeschichte und so. Man muss wissen, dass die 48er, die nach USA kamen, die brachten einen frischen Wind in unsere Friedensbewegung. Die waren dezidierte Antirassismus, auch bis zum US-Bürgerkrieg. Die waren, nicht alle Arbeiter waren, auch weiße Arbeiter waren für die Befreiung der Sklaven. Die Deutschen waren dezidiert diejenigen, die waren, das war ein Teil. Es gab auch natürlich die Sozialdemokraten, die gekommen sind. Und es gab eine Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich kennen, andere nicht. Das eine wichtige internationale Geschichte, wie ist 1. Mai entstanden? 1. Mai ist entstanden dadurch, dass Deutsche
sozialanarchistische Arbeiter in Chicago, und damals gab es immer deutsche Arbeiterzeitungen zusammen mit englischsprachigen Arbeitszeitungen in fast allen US-Städten. Die hatten dann in den 80er und 80er gekämpft für 8 Stunden Tag, und es kam irgendwas, wo eine Bombe geflogen ist und so weiter, und Polizisten, ich vergesse, verwundet oder getötet, auf jeden Fall. Da wurden 8 Leute so verhaftet, 6 davon waren deutsche Migranten, junge deutsche Arbeiter. Und die würden dann verurteilt des Terrorismus, und das würde dann zu einer weltweiten Bewegung. Es würde zum 1. Mai, und die ganze weltweite 1. Mai-Bewegung ist daraus entstanden. Das ist dann die viele sind, also ich denke 4 oder 5, jetzt habe ich vergessen, sind dann umgebracht durch unsere Regierung. Und obwohl dieser weltweite 1. Mai entstanden ist in den USA, hat die USA unseren Arbeitertag versetzt vom 1. Mai, damit es nicht mit dem Rest der Welt sein sollte, sondern in September ein Labor Day. Das ist ein Beispiel. Okay, dann sage ich, werde ich lesen jetzt von World Beyond War. Kathy Kelly, ich muss vorsichtig sein, dass ich meine Zeit nicht hier überziehe. Entschuldigung. Ich soll auf Englisch vorlesen, ist mir gesagt. Ich sage ein paar Worte, dann das Resümee. So Kathy Kelly übrigens ist die Enkelin von einer der großen pazifistischen, katholischen, militant pazifistischen Katholen, die wir jetzt haben, auch in Büchern, die kommen und machen richtigen Zivilwiderstand, und kommt aus dieser Tradition. Und sie ist jetzt die Board President von World Beyond War, also Vorstandspräsident und Co-Koordinator von Ban Killer Drones, eine neue Organisation in den USA, was durch Deutschland teilweise inspiriert wurde. Sie schreibt, German peace activists have for many years boasted worldwide solidarity among people and groups seeking to abolish war. What is the cost of militarism? When people try to settle disputes by resorting to military force, the balance of military power has no relationship to the rights and interests of the people involved. A colossal, cruel waste of resources ensues, as expenditures on weapons and military exploits far outweigh investments for food, shelter, and health care. Disarmament represents an indispensable step toward planetary survival and peacemaking. Und hier ist ein Spruch, was sie sagt, you can't be a vegetarian between meals, quipped Ammon Hennessy, and you can't be a pacifist between wars. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen. So. Thank you for manifesting or demonstrating on July 2nd, 2022, our collective determination to build a better world, a world beyond war. Also, ich denke, ihr braucht doch keine Erklärung dann von was, also ihr versteht schon das Englische, nicht? Also ich will nur sagen, dass sie spricht sehr, was für einen totalen Wahnsinn es ist, so viel Geld und alles so für Waffen, für Militarismus und so. Und man kann nicht Vegetarier sein, nur zwischen den Mahlzeiten, sondern es geht darum, gerade auch Pazifisten zu sein, während Krieg auch. Dann ein zweiten ist von Ban Killer Drones. Das ist eine neue Organisation in den USA, die versucht, eine Ächtung von Drohnen international durchzuführen. Aber man soll wissen, dass es gab schon eine starke US-Anti-Drohnen-Bewegung schon ab, sagen wir, 2009 bis 2013, 14, 15. Nur hatten die in den USA Leute so teilweise das aufgegeben oder gedacht, das schaffen wir nicht, wir kriegen nichts durch mit unserer Regierung. Die Tatsache, dass hier in Deutschland gerade Ende 2020, als nochmals die SPD sagte, nochmals, wir bewaffnen nicht die Drohnen, das hat viel Hoffnung in die USA gegeben, und diese Hoffnung haben wir immer noch nicht aufgegeben, trotz was alles passiert ist. Nick schreibt, we at Ban Killer Drones enthusiastically send our greetings and thanks for your stand against war
and the extremely dangerous military spending in Germany and Europe, spending that is being outrageously encouraged by the United States. We want to thank you especially for making Germany the only country in the world in which a national legislature for more than 10 years not only debated whether to arm drones, but also has, until the Ukraine war, prevented the arming of drones and is still debating about the rules under which the Bundeswehr might use them. Your resistance to drone killing gave us hope that other people in other countries might take a position against arming drones too. Therefore, in early 2021, we created Ban Killer Drones, an organization devoted to promoting a campaign for an international ban on weaponized drones. Not just, incidentally, autonomous weaponized drones, all weaponized drones. Because of this kind of solidarity, we peace organizers will win, says Nick, and in the process, we will achieve greater justice and equity, the only basis for peace. So, Nick Modern is, with Kathy Kelly, the co-coordinator of Ban Killer Drones. And I will say that with regard to Nick, the U.S. Activists have been writing to the German Bundestag members since at least 2016, 2017. And also, we wrote a letter to Angela Merkel about Rammstein back in 2015 and asked her to intervene. Begging her as Americans to intervene and stop what the U.S. is doing, or at least investigate it. That's our hope. So, and he is also a member of Veterans for Peace, which gave a logo for the, it's on the website. Veterans for Peace goes back to the Vietnam War, the Vietnam veterans against the war, and they were founded in 1985, then Veterans for Peace, including the Vietnam veterans, but also veterans from the Second World War and Korea War and so forth. And they're one of our most important U.S. peace movements because they learned firsthand what war is about, and they're against, very strongly against it. Okay, and now comes a United National Anti-War Coalition, which is a coalition more of a less pacifist, not on the pacifist front, but more anti-imperialist, like some of the organizations that were here today. The United National Anti-War Coalition from the United States sends its greetings to this important mobilization in Berlin. As we saw from the recent NATO summit in Madrid, NATO is pushing to expand throughout the entire world and to continue its aggression. You are saying no to German remilitarization and yes to support for people's needs. We support you in that effort and hope to build with you a worldwide movement that can end NATO and end war. That's Joe Lombardo, coordinator of UNAC. Okay. So, and the very last one is from Code Pink, which I mentioned to you before. It says, we are delighted to send our heartfelt greetings of solidarity to you as you gather today to challenge the rising militarism in Germany and to demand that resources instead be redirected to meet human needs such as healthcare, education, and culture, green jobs, and other life-affirming activities. Your grassroots movement is showing the way to fight back effectively against the undemocratic attempts in Germany and in other NATO countries to build up the military, the forces of destruction at this crucial moment in the history of our planet. You are bringing hope not only to the people of Germany, but also to us in the US and potentially to people around the world. Thank you. So, anyway, wir hoffen, diese Beziehungen weiter und weiter auszubauen, und wir finden gerade diese Demo eine wunderbare, breite Zusammenkommen von verschiedenen deutschen Organisationen mit trotzdem nicht sektarischer Botschaft, und es ist wirklich sehr hoffnungsvoll für die nächsten Schritte. Danke.